Warum wandern die Deutschen eigentlich so gern? Was ein Ausblick wieder. So, Tag 2 Wanderung hat jetzt angefangen bei nicht so schönem Wetter. Es regnet die ganze Zeit und jetzt gerade geht's noch. Vielleicht hört es nachher auf. Wird aber mehr. Ja, gerade wird es eher mehr. The moose. Aha, yes. This is sleep. Yes. They are very. Hier ist sehr rutschig. Das hört sich schon wieder nach Wasser an, oder? Mhm. Ist der Water? Yes, we have got like a water pipe down here. Ah. Where you hear the water. It's going down. There's a village called Nika. Ah, okay. During the rain, the chameleons, are they hiding or are they outside? If it's raining. You can also find them, but not that much. Ah, okay. Yeah. Did you go back to Lente again yesterday? Yes. So this plant here, we call it green thorn. It's a plant which is endemic here in Usambara. This plant, we use it as a local medicine also for children or people who have problem of skin disease. What people do here in Usambara for those children with a problem of wound or skin disease, they pick it, they grind it. Mhm. The juice which come out of this, they put around the place and the wound for 4 days. It dry the wound. If someone cut themselves with knife, Mhm. the hospital is far, they put on the wound which is cutted. The blood which is coming out will stop, and later the place which is cutted, it will glue Okay. in 2 hours. Also die ersten Schritte nach dem Frühstück sind immer irgendwie übelst anstrengend. Vor allem wenn es dann erstmal bergauf geht. Was ein Ausblick wieder. Also hier ist ein kleines Gewächshaus oder ein großes. Ich habe gerade mal gefragt, ob ich mal reingucken darf. Und hier bauen sie grüne Paprika an und Tomaten. Also es ist eigentlich ähnlich wie bei uns, ne? Nur dass das Gewächshaus eben nicht aus diesem ganz normalen Plastik-Metallgestellen ist, sondern aus Holz mit einer Plane drüber. And also taking the leaves, and we grind it like this, Yeah. and then you put the wound on the top. You Yes. find a rope to tie it so that it's not falling down. Yes. And you leave it there for 2-3 days. Then later they move. Also It's close. It's very okay. good for Also, ich habe zu spät eingeschaltet. Die Pflanze war dafür da. Es gibt hier so dicke Ameisen, die einen richtig fett beißen können. Und die Pflanze wird genutzt, wenn diese Ameisen ins Haus kommen und die ganzen Kinder beißen. Dann nehmen die diese Pflanzen und verteilen die da, wo die Ameisen sind, quasi im Haus. Und dann dauert es nur so 20 bis 30 Minuten, dann hauen die ab, weil die wohl den Geruch oder so das nicht mögen. Und das Ende habt ihr, glaube ich, mitbekommen. Das ist ebenfalls noch als Wundheilung wird die Pflanze auch genommen. We have cocoyam and yams potatoes. They are different. Okay. Mhm. Yams potato have brown color. Yes. And the cocoyam is like a potato, it's like Irish potato, they are white. The leaves of this cocoyam, here in Usambara, the Samba people also use them as a vegetable. You see here, Yes, and it's coming off. it's going to come out like this one. Okay. So what they do, you see, they open a little bit like this, and they wash it if there is some insect or what, and they wash in the water, and then they cut small, and they can cook either with small fish or meat, and they eat either with ugali or rice. It's leka leka.
The green pepper we saw in the greenhouse. Yes. That is another species of green pepper, which is growing big and very high. That's why they have put some stick, some lobe to hold it. Yes. And this one they just grow anywhere. This is normal green pepper, which is here they don't need a house. So sehen unsere Pflanzen auch aus immer zu Hause. Ey, guck mal, da ist eine pinke Ananas. Eine pinke Ananas. Why is it pink? Da ist diese Ananas pink. Like a baby. Yeah, those are baby ones. And here we don't grow good pineapple because it's too cold. Here, the one we grow here, they are small and they are sour. Wer hier keinen Regenschirm hat, benutzt diese großen Blätter. Daniel und ich also auch. This is muddy house. That is a big house. This kind of house nowadays on the rain season is washed. Ah. That's why now most of these house people they don't like anymore. They prefer bricks house. Yes. And this bricks house, what they do? They make a bricks. After all the bricks getting dry, they make oven. After making oven, they make with hole. They put firewood inside, and they burn the bricks for 3 days. Oh. After 3 days finish, they take all the bricks, get down, and they sell to people who want to. Ah, yeah, we saw it on the streets. Which is very strong house. Yes. They answer you. Aha. Let's have a look. Ah, hier machen sie Zuckerrohrbier. Das riecht hier richtig gegoren. Ekelhaft. Man sieht hier die ganzen ausgepressten Zuckerrohre. Die packen das in einen Eimer, warten 3 Tage und dann fermentiert das oder wie auch immer und das Alkohol, Bier. Also use it for firewood. Oh, really? And also for the house on the top. Ah, Wahnsinn. Also nachdem sie das Zuckerrohr komplett ausgepresst haben, nehmen sie das tatsächlich auch noch trotzdem noch weiter für Feuerholz und auch um Häuser zu bauen. Ich nehme an als Dach oder sowas in die Richtung. Boah, riecht das krass. Boah, ja. So ein Blatt bekommen. The tree which you see here is called lemon tree. Yes. Lemon tree we also use it for making tea. The leaves. Riecht We so put geil. in a cup of tea drinking. And we drink them as a tea. Also we use them as a medicine for people who have cold. Riecht so lecker. Boah, was ein Wald. Bye bye, Head. Ist der weg? Ich hab ihn weg. Ja. Later, chameleon again. Weil der Wald sieht richtig stark aus. Weil die Bäume irgendwie auf dem Weg nach oben gar keine Äste haben. Und dann sieht das alles so kahl aus. Hat irgendwie so ein bisschen was Mystisches. In Swahili we call this tree mungu. That's Mungu. Mungu. Not mungu. Mungu is God and mungu. Is this tree? Mungu. Okay. Also in the market if you say mungu they will what? Mungu. Dieser Baum war natürlich wie alles hier eine Medizin. Was ist das so? That's water pipe. Water pipe. Das ist wohl ein Wasserrohr, ein kaputtes. Blubbert total krass. Richtig fetter Baum. That is ficus. Ah. That is the tree which kill the other tree and grow. Oh, Parasite. okay. Oh, wow. Yeah. Kleine Flussüberquerung. Zum Glück hatte Joseph an diesem Tag nur Schlappen an, sonst hätten wir wohl alle die Schuhe ausziehen müssen, um barfuß durch das Wasser zu gehen.
Yay! Nicht mal Papa ist reingefallen. Thank you. Gut, gut. Asante. Er sagt Minze, aber ich finde, es riecht irgendwie nach Nelke oder so. Der schlägt sich hier den Bauch. Aber er hat jetzt schon so 10, 15 Blätter davon weggesnackt. Also, lecker ist es jetzt nicht unbedingt, aber ist okay. Kann man machen. Willst du nicht? Nee, ich weiß nicht. Okay. Scharf habe ich schon gehört, das möchte ich nicht. Scharf ist nicht so mein Ding. Ah, oh ja, das gibt Luft. I'm coughing a little bit, that's why I eat. Also der Trip durch den Wald gerade eben hat mir gut gefallen, der war super. You know that this one is guava, you know guava? Guave? Guava, yeah. They have fruit. Yeah. No Okay, guava now I fruit. know that. Mhm. Ah ja. The small leaves of guava. We also use it as medicine for stomach. Everything is medicine here. Yeah. Ich Yeah. habe immer noch den Geschmack vom Blatt im Mund. So ein bisschen weihnachtlich oder so. Das lassen wir einfach mal so stehen. Der Wald wird immer dichter und die Wege immer schmaler. Anders als bei uns gibt es kaum erkennbare Felder. Viele Nutzpflanzen wachsen einfach inmitten des Waldes. Es wird ganz schön glitschig. Sieht mal wieder gar nicht steil aus, ist es aber. Wir sind jetzt wieder fröhlich auf Chamäleonsuche. Geil hat schon eins gefunden, aber sonst haben wir noch keins gesehen. Ich werde auch eins finden. Ich werde jetzt auch eins finden. Ich habe noch gar keins. Yeah. Can you see? Oh no. Ah, now I see it. Ich sehe gar nicht. Über seinem Kopf. Ach, da. Oh nee, ne? Ah, wie sieht er die immer? Ja. Oh, das Maus. This also male. He's scared, Yes. eh? Look, his eyes is turning around is 360 degrees. Look his eyes, how they look. Yes. Around. There we are, 360 degrees. Here, die. That's why some people they call me Joseph Chameleon. I know all the best place where I can see them. So, es geht gerade nur noch bergauf, die ganze Zeit schon. Und es ist übelst anstrengend. Dann frage ich mich wieder, warum wandern die Deutschen eigentlich so gern? Eigentlich die ganze Zeit denkt man sich nur so, fuck, ist das anstrengend. Fuck, ist das anstrengend. Und so nach so 5 Stunden Laufen, wenn man irgendeinen Aussichtspunkt erreicht, denkst du, ja man, geile Aussicht, aber chillig, und dann geht man wieder runter. Man ist so ein Tagestrip unterwegs für so 2, 3 Spots, wo man ein bisschen was gucken kann. Und irgendwie macht man es immer wieder und sagt sich am Ende so, ja, war voll geil. Wollt ihr eine kleine Pause oder direkt weitergehen? Pause? Pause. Deswegen gehen wir langsam. Joseph erklärt uns, dass hier oben auf dem Berg eine Schule ist und die Kinder zum Mittagessen nach Hause So gehen. they go. They basically go twice a day up and down. Huh? Yeah. But I guess for them it's easy to go up and down. Huh? Yeah. For you it's easy too, huh? Yeah, because we was born here. So Yes, yes. Mama, alles gut. She's exhausted. Yes. Gestern, der Aussichtspunkt war irgendwie bei 1500 Metern. Und er sagte heute Morgen irgendwie, ich glaube heute gehen wir auf 1700, meine ich. Also nochmal 200 Meter höher. Heute ab. Also ab, ja. Ja, der macht jetzt einen auf unsichtbar, aber der ist noch grün, das funktioniert nicht. Du hast die falsche Farbe.
Du musst mal deine Farbe wechseln. You have to change the color. Everyone can see him. Guck mal, wie der hier so Spikes am Rücken hat hier. Haut ab. Ja, he's frightened. Bei dem steilen Hang bekommt man fast ein Déjà-vu vom Oldonyo Lingai. Wir sind an einer Frau vorbeigelaufen. Die war was am Ernten. Und scheinbar ist das so, dass sie jetzt hier gerade dann extra fürs Mittagessen jetzt hier was geerntet hat. Also wenn die immer nur fürs Mittagessen, also immer nur gerade so viel, wie sie gerade brauchen, ernten, ist das schon sehr nachhaltig. Bin ich in die Quere gekommen. Oben angekommen können wir erst einmal verschnaufen und uns im Shop eine Limo kaufen, bevor es wieder bergauf geht. Anstrengend. Die gute Laune bleibt dabei stets auf dem Höhepunkt. Wir wandern wieder von einem Ort zu wandern. Jetzt hier wieder rein. In den Wind. Du Scheiße, was ist das denn jetzt hier? Am Ende dieses Berges erreichen wir die Straße gerade noch rechtzeitig, bevor Es regnet. Wir stehen hier unter so einem Minidach. das Wetter in den Mountains kann sich ganz schnell ändern. Von jetzt auf gleich regnet es in Strömen. Die im Sunguda haben einfach Regenschirme dabei. Wir harrten eine Weile unter dem Dach eines kleinen Shops aus, bevor wir uns entschieden, ins nächste Dalla Dalla zu steigen. Wir haben jetzt ein bisschen gecheatet. Wir sind jetzt die letzten 5 Kilometer so mit dem Bus gefahren, weil es so doll am Regnen ist. Man sieht es hier auf der Straße. Es ist schon ein Fluss. Wir laufen jetzt noch die letzten Meter zu unserer Unterkunft. Ich hoffe, die Unterkunft ist gut. Und wir haben eine vernünftige Dusche, vernünftiges Bett, weil die schon ziemlich teuer ist. Und das wäre jetzt echt scheiße, wenn die nicht geil ist. Mal sehen, ich bin gespannt. Also ich denke, es ist nicht mehr so weit. Es regnet immer noch, aber es ist ein bisschen weniger geworden. Der heutige Tag war auf jeden Fall anstrengend. Ein großes Stück der Strecke ging es steil bergauf und bei dem ganzen Matsch war das oft ziemlich rutschig. Trotzdem war der Tag sehr cool. Wir haben auf jeden Fall wieder viel gelernt. Das war's. Unsere Unterkunft war bis auf unzählige Moskitos wirklich top. Wir sind gespannt auf Tag 3.